Das Schlagzeug, das richtige Instrument für mich. Ja, ist es das richtige Instrument? Ich glaube nicht, weil ich finde Schlagzeugspielen ja eigentlich total langweilig. Das macht ja auch gar keinen Spaß, alleine Schlagzeug zu spielen. Aber als Kind wollte ich immer mal ein Schlagzeug haben. Habe auch so 3 Mickey-Maus-Schlagzeuge schon bekommen. Die habe ich dann aber auch schon gleich kaputt getreten und kaputt gemacht. Die haben nicht lange gehalten. Dann hat meine Mutter gesagt, Schluss, aus, kriegst du nicht mehr. Und außerdem trommelst du sowieso viel zu doll auf den Tischen rum. Und dann hat meine Oma mir ein Keyboard gekauft. Ich bin eigentlich Keyboarder so gewesen und habe halt dann eine Zeit Keyboard gespielt. Und dann in der ersten Band haben die Leute gesagt, weil das eine Punkband war, so hier, Keyboard in der Punkband ist scheiße, du musst jetzt Schlagzeug spielen. Und dann habe ich halt Schlagzeug angefangen zu spielen und jetzt spiele ich halt seit meinem 14. Lebensjahr. Die meisten Schlagzeuger, finde ich, sind eigentlich immer trinkfest, sind immer so ein bisschen die Draufhau-Leute in der Band, ganz oft auch die Organisatoren, die sich halt drum kümmern, weil die haben ja immer genug Zeit, die müssen ja nicht so viel Songwriting machen. Und ja, sonst Schlagzeuger haben meistens ein großes Maul, ziemlich oft, glaube ich. Ja. Das ist doch gut. Entschuldigen Sie. Ja, bitte? Darf ich, Sie sind doch bestimmt von Ghana. Oh! Das tut mir leid. Aber Sie sind doch von Ghana-Herpes, oder nicht? Ja. Ich habe auch ganz böse Blutbeschwerden, so meistens hinten, weil Ghana-Herpes, wie Sie ja alle wissen, ist eine Analinfektion. Und Sie wohnen, seid ihr, also ich dachte, Sie sprechen Englisch. Yes, it's for my poop, of course. That's an anal infection. Aha. Und sind denn die anderen auch da? Weil ich eigentlich mag ja viel lieber hier so da ist doch auch so ein Madel dabei, oder? What do you mean? So ein Madel. Yes, there's a model in the band, Ja. but it's Sag doch me. mal. The model is me. Jetzt laufen Sie doch nicht weg. I have to go into my room, you motherfucking asshole. Bye. You know what I'm saying? Entschuldigung. Fuck you, motherfucker. Ich konnte mich selber nicht als mir selber als Bankkaufmann vorstellen. Deswegen habe ich den Job dann auch nicht mehr weitergeführt. Ich habe nach einem Jahr gemerkt, das ist nicht das, was ich eigentlich machen will. Weil so 3 Jahre lang einen Schlips tragen, Krawatte und so, das ist fürchterlich. Also ich habe mich da total eingeengt gefühlt und habe halt zu dem Zeitpunkt auch schon in der Punkband gespielt und damals dann auch gleichzeitig Guano Apes gab es dann auch schon. Und da merkte ich, dass das überhaupt nicht das Richtige ist. Und es gab ein paar Abmahnungen, na nicht ein paar, sondern so 1-, 2 Mal von meinem Personalchef, ich sollte mal die Haare schneiden lassen und vielleicht keine Wollsackos anziehen und die Ohrringe doch rausnehmen. Und da merkte ich dann auch schon so, ach nee, also Bank ist nicht mein Ding. Kann man anmachen. Geil. Cool. Jetzt mal auf. Dennis, warte. Ich bin fertig aus. Wie Lord Helmchen. Ich werde viel von anderen Bands beeinflusst. Weil ich denke, als Musiker bist du gleichzeitig auch Fan. Und ich habe mein Instrument erst lernen können, dadurch, dass ich zum Beispiel Phil Collins gehört habe oder andere Schlagzeuger, die ich geil fand. Und die haben mir eigentlich Schlagzeugspielen beigebracht. Relativ spät habe ich gemerkt, dass die Gitarre mein Instrument ist. Ich habe 6 Jahre lang Heimorgelunterricht gehabt. Ganz großartig, 2-manualig, mit Fußpedal und habe das mit einem guten Schulfreund zusammen, haben wir irgendwie einen Lehrer gehabt und haben hauptsächlich Spaß gehabt, Sachen nachzuspielen und so und nicht großartig nach Noten, sondern haben uns das eher so ein bisschen durch Abgucken beigebracht. Früher habe ich immer gedacht, ist ganz witzig, wenn die Geschichte ist mir wieder eingefallen und habe ich jetzt gerne so in Seminaren so immer wieder erzählt. Ich habe früher gedacht, wirklich, diese Sachen, die ich da im Radio höre, das kann ich gar nicht reproduzieren auf der Orgel, weil die ganz andere Töne haben. Ich habe wirklich gedacht, dass diese Welthits, die haben ganz andere Töne. Das geht gar nicht, man kann das gar nicht selber machen. Und irgendwann bin ich aber dahinter gekommen, dass man das doch gut nachspielen kann und dass die alle aus den gleichen Tönen schöpfen, jedenfalls in diesem Bereich, in diesem westlichen Bereich der Musik, wo es nicht um Vierteltöne und sowas geht.
Und dann habe ich eigentlich immer gedacht, ich wäre der richtige Typ für Bass. Gedacht, okay, ich bin irgendwie ein bisschen ruhigerer Typ und so, Bass ist mein Instrument. Bin ich aber nie dazu gekommen, irgendwie an den Bass dran zu kommen. Und mein Bruder hatte so ein Starter-Set gekauft, so Gitarre mit kleinem Verstärker und Effektgerät damals für günstiges Geld. Und hat damit angefangen, Gitarrenstunden zu nehmen und kam irgendwie nicht so richtig weiter. Und irgendwann, weiß nicht, war ich bei ihm im Zimmer, habe Fernsehen geguckt und habe mir das Ding geschnappt mit so einem Lehrbuch dabei und habe dann selber angefangen, Gitarre zu lernen. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Ich glaube, wenn man ein Instrument lernt und sich das selber beibringt, hast du relativ wenig Chancen, wenn du nicht genug Ehrgeiz hast. Es gibt viele Leute, die dann sagen, oh, meine Finger sind zu kurz oder die sind zu dick und ich habe mal Gitarrenlehrer gehabt, der hat gesagt, das geht alles so nicht. Ich glaube, wenn man das wirklich will, und ich habe da viel Ehrgeiz gehabt, also wie gesagt, mich hat das genervt, dass ich ständig aufs Griffbrett gucken musste und habe dann einfach das Licht ausgemacht und habe im Dunkeln geprobt, damit ich die Akkorde besser wechseln konnte. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen sein Talent dafür entdeckt, dann kommen immer so kleine Aha-Erlebnisse und so kleine Schritte. Und ich hatte einfach ein tolles Lehrbuch damals. Ich hatte das Buch die E-Gitarre von Volker Kramarz. Den habe ich sogar selber mal kennengelernt in einem Interview und habe irgendwie mich bedankt dafür, dass ich mit seinem Buch Gitarre gelernt habe, weil da viele Sachen drin waren, so Police-Songs und so, die einfach mich von früh an geprägt haben und die auch heute in meinem Stil immer wieder auftauchen. Und ist witzig, wenn ich da so zurückblicke, denke ich so, und auch alte Demos höre, denke ich, so die Ideen waren im Prinzip alle schon da. Wir haben mit der Band eigentlich nie jetzt wirklich so geprobt. Natürlich, wenn wir eine Platte aufgenommen haben, für eine Tour oder für einen Auftritt und so geprobt, aber ging immer eher mehr ums Spielen. Auch wenn ich so Workshops mitgemacht habe und so. Ich wollte immer ganz praxisgerecht Sachen lernen für die Band. Und viele andere Gitarristen wollten irgendwie Solo lernen und wir wollen Skalen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte lieber Akkorde, ich möchte begleiten, weil ich wusste, wenn ich in einer Dreierkonstellation oder mit 3 Musikinstrumenten plus Stimme, wenn ich da ein Solo spiele, dann fällt alles andere bröselt das so auseinander. Und für mich war immer viel wichtiger, ganz songdienlich und ganz praxisgerecht Sachen zu lernen. Und deswegen ging es viel mehr um das Spielen und zusammen entwickeln, kreativ sein, als jetzt zu sagen, okay, ich setze mich allein hin und übe. Ich glaube, Gitarristen sind gerne mal irgendwie so ein bisschen die Klugscheißer, die sich auch ein bisschen drüber hinaus beschäftigen, sei das nun mit Harmonielehre oder sonst was, und die vielleicht auch manchmal einfach zu verkopft dran gehen und sagen, hier, wir könnten dies und das da und da machen. Und das kenne ich jedenfalls von mir, also wo ich dann angefangen habe, mich mit Harmonielehre zu beschäftigen und dann mit Dennis und Stefan zusammengespielt habe und Stefan eine ganz intuitive Herangehensweise an den Bass hat und ich so manchmal dachte, nee, das kannst du nicht so machen. Und er das aber mit ganz viel Engagement und Überzeugung so gemacht hat und ich dann einfach irgendwann so das über Bord geschmissen habe, gesagt habe, natürlich geht das, also alles geht und es ist nur die Frage, wie man das zusammenfügt. Was zeichnet Gitarristen sonst noch aus? Ich weiß es nicht. Gitarristen werden ja wird oft hergezogen, sie würden sich immer auf 11 drehen und in den Vordergrund spielen. Da bin ich, glaube ich, so ein bisschen das Gegenteil von. Ich habe mich gerne leise, auch auf der Bühne, damit ich mehr von den anderen höre und halte mich lieber vornehm zurück, um aber trotzdem in bestimmten Highlights dann irgendwie zu glänzen. Also ich habe nie Soli geprobt, wie gesagt, also weil das bei uns einfach in die Band nicht reinpasste, weil ich immer das Gefühl hatte, wenn ich mich alleine nach vorne stelle, dann stehen die beiden einfach irgendwie, oder stehen die anderen Instrumente hinter mir. Mir ging es eher um das Zusammenmachen und nicht darum, außerdem glaube ich auch, dass die Zeit der Gitarrensoli wirklich größtenteils vorbei ist. Also die Leute sollen das gerne machen, wenn sie es können. Ich bin da nicht so fit drin und muss das auch nicht raushängen lassen oder mich fürchterlich da drin probieren. Mir geht es da eher um die Begleitung. Und ich glaube, dass in dieser Band, in den Runaway einfach, so wie wir unsere Songs komponiert und gestaltet und arrangiert haben, auch mit Hilfe natürlich der Produzenten, dass da jeder kleine Soli im Prinzip hat oder Highlights, wo jeder mal nach vorne tritt oder wo ein Instrument mehr raussticht. Und das finde ich viel spannender, als wenn man jetzt sagt, und jetzt kommt ein Karton und jetzt tritt der Gitarrist nach vorne in den Feuerregen mit dem Rüschenhemd und stellt den Fuß auf die Monitorbox. Und ich meine, wir toben uns natürlich schon aus, also gerade wenn es um Instrumentalsachen geht auf der Bühne,
jetzt auf Festivals, so, das macht natürlich Spaß, da auch ein bisschen auf dem Instrument rumzuspielen. Uns geht es aber viel mehr um Spielfreude und das zu vermitteln, dass von der Bühne runterkommen, Mensch, die haben Spaß daran, was sie machen, und darum geht es. Ein Leben ohne Musik? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich wollte auch schon nach dem Abitur, hatte ich schon überlegt, ob ich Musiklehrer werde. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Im Moment schließt sich allerdings wieder der Kreis, weil ich jetzt im letzten Jahr, 1,5 Jahren, mehr und mehr Workshops, Seminare, Dozententätigkeiten und sowas mache, was mir unheimlich viel Spaß macht. Und was mir viel gibt und was ich hoffe auch den Schülern in dem Sinne dann viel gibt oder den Leuten, die dazuhören, einfach Erfahrung weiterzugeben, finde ich einfach ein tolles Gut. Einfach zu sagen, komm, ich bin 10 Jahre mit dabei, ich weiß sicherlich nicht alles besser und ich will auch überhaupt nichts besser wissen, sondern es geht nur darum zu sagen, hier, das und das habe ich erlebt und die Schritte bin ich gegangen und guckt mal, ob davon was für euch relevant ist. Oder ob ihr einfach sagt, nee, das ist für mich jetzt nicht so, das kann ich nicht so adaptieren, ich gehe lieber einen anderen Weg. Ich denke, dass es viel mit Reflektieren so zu tun hat, wie man sich entwickelt als Musiker. Und ich möchte kein Leben ohne Musik haben. Ich denke, also ich kenn keinen Menschen in meinem Umfeld oder in meinem Umkreis, der ohne Musik lebt. Also es ist so eine ganz, ganz originäre, also so eine ursprüngliche Sprache, Kommunikationsform, dass ich nicht glaube, dass da jemand ohne auskommt. Ich glaube, dass das wirklich ein menschliches Bedürfnis ist, sich da auszudrücken. Ich habe eigentlich von Anfang an immer ziemlich breit Musik gehört, ob das nun von Beatles über Stone Temple Pilots, über Piano-Sachen wie Tori Amos, über Björk, keine Ahnung, auch vieles ist von den anderen auch an mich herangetragen worden. Ich habe versucht, immer für mich da die Sachen rauszuziehen, die ich klasse fand, und das waren oftmals einfach gute Kompositionen und Energie und Intensität. Das ist das, was mir viele von diesen Bands und Künstlern mitgegeben haben, wo ich dachte, oh, das ist großartig, das berührt mich in dem Punkt. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, was der die Guano Apes auszeichnet, dass da eine gewisse Ehrlichkeit und Bodenständigkeit ist, und dass man sagt, hier, wir wollen mit dieser Musik, die wir zu 4 zusammen machen, da was bewegen, und wir wollen in diesem magischen Moment, den wir zusammen erleben als Quartett, wollen wir nach außen tragen, mit einer Intensität und mit einer Überzeugung, mit einem Engagement, und da bin ich sicher, dass das auch dazu geführt hat, dass wir an den Punkt gekommen sind, an dem wir heute stehen. Ich habe gemerkt, dass auf jeden Fall irgendwie, dass ich ziemlich Bock auf Singen habe oder auf Musik generell. Und ich glaube, das ging damals zu dieser Grunge-Zeit los. Diese Musik hat mich dann halt irgendwie so ein bisschen gepackt, ein bisschen sehr gepackt. Und dann, ich weiß nicht, das war in der 9. Klasse, glaube ich, hatte ich in meiner Klasse noch einen Gitarristen, aber so einen richtigen Frickeltypen. Der hatte eine Band, und dann habe ich mich quasi selbst eingeladen, habe gesagt, ich möchte gerne mal mitkommen. Und dann habe ich mir das Mikrofon geschnappt und tada! Und irgendwie kam das dann eben so raus, und das hat mir so gut gefallen, und gleich ein Konzert gemacht, irgendein Abschlusskonzert, Abi oder so. Und da ging halt die Post ab auf der Bühne, und es hat dann irgendwie Klick gemacht bei mir, und ich wusste, dass ich das auf jeden Fall weitermachen will. Weiß noch, da hatten wir einen zweiten Schlagzeuger, und der hat mich dann auf dem Fahrrad nach Hause gefahren. Ich habe hinten drauf gesessen, und ich habe ihn nur gefragt, ich verstehe gar nicht, warum die aufhören können. Ich muss jetzt weitersuchen, ich muss jetzt irgendwie weitermachen, weil ich will weiter singen. Und ja, ab dann habe ich halt die Suche gestartet und habe dann in meiner Umgebung überall vor den Proberäumen mit meiner Schwester, das weiß ich noch, in ganz Göttingen vor jedem Proberaum irgendwie gesessen und habe mir erstmal die Musik angehört. Und wenn es mir gefallen hat oder da irgendwas war, dann habe ich halt angeklopft, bin rein und habe gefragt, ob die irgendwie Bock auf Jam haben. Und dann habe ich mit denen gejammt, und dann hat sich relativ schnell immer rausgestellt, dass es hat mich nicht so berührt. Reggae. Da wie sich aus. Sehr gut. Ey, es hat doch ziemlich lang gebraucht. Sebi, du hast total verloren. Get up, get up, get up, get up, get up, geil! Ey, die kaufen hier fürs
neue Video drehen. Typisch für eine Sängerin. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es da so Merkmale für jeden Sänger oder Sängerin gibt. Ich denke mal, das sind auf jeden Fall Leute, die so ein bisschen exhibitionistisch sein müssen. Zumindest einen Hang dazu haben. Ich bin es gar nicht mal so. Ich bin eigentlich immer ein bisschen introvertiert. Aber Sängerinnen haben natürlich gemeinsam, dass sie ein bisschen diszipliniert sein müssen, was die Stimme angeht zum Beispiel. Und das mit der Diva, das stimmt gar nicht so. Also ich habe da ganz andere Leute kennengelernt und jeder Musiker ist so ein bisschen divenhaft, glaube ich. Also das hat auf mich nicht wirklich immer zugetroffen. Das ist so immer dieses Vorurteil, aber das kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht so bestätigen. Musik immer machen, das war nicht geplant. Ich habe das irgendwie intuitiv gemacht, weil es mir eben Spaß macht. Und wenn es mir mal keinen Spaß machen wird, dann werde ich irgendwas anderes machen. Also ich habe nicht den Zwang, irgendwie immer Musik zu machen. Solange es mir Spaß macht, werde ich das immer machen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, irgendwann was ganz anderes zu machen, Tomatenzüchterin zu werden oder so. Also ich habe damit überhaupt keinen, weiß ich, da bin ich nicht da mache ich nicht zu. Ich bin ziemlich offen für alles im Leben und bürgerliches Leben kann ich mir durchaus vorstellen, natürlich. Also immer Rock'n'Roll, weiß ich nicht. So mit 60 kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Dennis Bosch war da. Ja, jetzt wisst ihr, wo Dennis seine ganzen Haare her hat. Ich denke schon natürlich auch immer an die Zukunft. So in Teenie-Jahren macht man das ja eigentlich nie. Ich denke mal, das macht keiner. Da lebt man im Hier und Jetzt. Und das habe ich eigentlich auch immer gemacht. Aber wenn man so ein bisschen älter wird, wenn man so die 20er-Grenze überschreitet, dann fängt man natürlich schon an, so ein bisschen an die Zukunft zu denken und plant oder macht sich eben Gedanken, was man eben noch machen kann oder was man zum Beispiel, wo die Musik hingehen soll. Also da denkt man schon drüber nach. Bands wie Deftones und Korn sind wichtig für mich gewesen damals, weil Deftones für mich so eine, die ging sofort in den Bauch bei mir. Und das ist eine sehr ehrliche Musik und sehr emotional. Und das war für mich oder ist für mich, momentan höre ich gar nicht mehr so viel Musik, aber damals habe ich das ziemlich gebraucht. Also es ist einfach diese Emotionalität, die zum Beispiel Deftones haben, dieses Leidenschaftliche. Und ich bin eigentlich auch, glaube ich, ein total leidenschaftlicher Mensch. Und die sind wirklich sehr leidenschaftlich und das habe ich geliebt, wirklich sehr. Leidenschaft wird aus Leiden gemacht, oder? Nee, es ist, was soll ich sagen, wie drückt sie sich aus? Am besten kann man das, glaube ich, sehen oder beobachten, wenn ich auf der Bühne stehe. Dann lasse ich meine ganze Leidenschaft laufen und merke wahrscheinlich auch gar nicht, dass mir irgendwie da ein paar Leute zugucken. Ich bin trotzdem noch auf der Bühne für mich selber. Ich sehe die meisten Leute gar nicht mal so sehr. Also die erste Reihe, ab und an habe ich dann diesen Blickkontakt und brauche auch diese Energie, dieses gegenseitige Geben und Nehmen. Aber eigentlich bin ich für mich allein auf der Bühne und habe eben diese Leidenschaft, die dann auch rauskommt. Was auch sehr wichtig ist. Und was, um auf die Frage von vorhin zurückzukommen, was für Sänger eigentlich, glaube ich, auch ganz typisch ist. Dass die eben irgendwie das Innere so ein bisschen nach außen kehren, diese Leidenschaft. Ich finde eigentlich so, als Bassist sollte man banddienlich spielen. Also klar, man kann da sich einen runterwichsen, 1000 Solis spielen und so, aber das bringt der Musik überhaupt nichts und dem Song an sich nichts. Und ich bin eigentlich immer mehr so, dass ich im Hintergrund stehe und wenn ich dann mal was Interessantes habe, dann komme ich mal nach vorne. Aber das sind keine Solo-Sachen, sondern das sind, ja, ich spiele sehr, sehr gerne im Loop. Und das sind dann so krude Sachen. Also ich versuche dann, wenn ich mal was habe, dann auch irgendwas, was outstanding zu haben, was Besonderes ist. Und dann, dass die anderen halt darauf gucken müssen, was sie jetzt spielen müssen und so. Und das ist eigentlich für mich viel wichtiger, als jetzt irgendwie der Superbassist zu sein, alles spielen zu können, aber doch keinen richtigen Charakter zu haben.
Ich habe die Lehre nicht abgebrochen, die Tischlerlehre, sondern ich habe sie wirklich bis zum Schluss durchgezogen, während wir schon eine Tour hatten. Und bin manchmal wirklich den Konzerten hinterhergefahren, noch bis 17 Uhr noch am Gesellenstück gearbeitet und dann wirklich ins Auto geschwungen und irgendwie nach Braunschweig, Hannover oder so gefahren und auf die Bühne, was sehr anstrengend war, aber mein Meister und so, der hat das verstanden und hat das auch toleriert. Und also ich habe das Tischlerhandwerk nie aufgegeben. Im Gegenteil, ich habe mir selber eine Werkstatt sozusagen zusammengestellt, mehr Insolvenzversteigerungen, da habe ich mir die Maschinen zusammen ersteigert und ich lebe ja auf einem großen Bauernhof, habe mir da wirklich eine eigene Werkstatt eingerichtet und das mache ich eigentlich viel mehr, als ich Musik mache, weil die letzten paar Jahre waren nicht wirklich anstrengend, viel waren wir nicht unterwegs und da habe ich fast mehr getischlert, als ich Musik gemacht habe, aber alles nur für mich. Also für andere Leute, nur für Freunde oder so mache ich mal was, aber eigentlich nur für mich und dann auch so Unikate, also spezielle Sachen, die dann nur für mich sind. Und ich habe ja keinen Zeitdruck, ich muss ja niemandem dann irgendwie Rechenschaft abgeben, da kann ich so lange rumdöllern an irgendeinem Möbelstück oder ich baue halt auch viele Sachen aus, also so mein eigenes Haus und nochmal ein Gästehäuschen und solche Sachen. Ja, aber ich versuche alles so gut wie möglich selber zu machen und das macht mir schon sehr viel Spaß. So zu sehen, dass die Musik ist ja auch was Nettes, aber dazu brauche ich halt immer die Band, um was zu machen. Das ist einfach eine Sache, die kann ich alleine machen und kann ich auch kreativ sein und man sieht halt abends, was man am Tag gemacht hat. Ja, also der Erfolg, der war für mich eigentlich nie so wichtig. Ich habe das einfach am Anfang einfach so hingenommen und dann kam auch mal eine goldene Schallplatte, wo ich mich gewundert habe, was ist das jetzt hier für ein Ding? Also die anderen waren halt immer sehr, okay, eine goldene, wow und so. Das hat mich nie so richtig interessiert, weil Hauptsache ich war irgendwie mit der Band zusammen und man hatte Spaß auf der Bühne. Und diese Goldveranstaltungen, die waren für mich eigentlich mehr so übles Beiwerk, weil dann kamen wirklich die ganzen Businessleute und haben oberflächlich Blabla gemacht und ja, tolle Platte und so, haben wahrscheinlich nie die Platte gehört und solche Leute, weiß ich nicht. Ich habe auch meine ganzen Auszeichnungen, ich wollte sie fast auf den Dachboden stellen, aber mittlerweile hat dann alles meine Mutter eingeheimst und die hat dann ihren eigenen Schrein, so ihr Büro damit ausstaffiert und ich weiß auch gar nicht, was für Auszeichnungen ich habe oder so, keine Ahnung. Das hat mich nie interessiert. Also bei mir zu Hause ist wirklich gar nichts. Und na gut, das macht jetzt nicht den Erfolg aus, diese Platten. Was dann schön war, dass man dann mal die zweite, dritte Tour dann mal in Hotelbetten verbringen konnte. Und dass immer mehr Leute zu den Konzerten kamen und die auch die Musik cool fanden. Also das war erstaunlich, weil ich dachte, das wäre echt so Dödelmusik, die kein Mensch braucht. Und das war dann schon geil zu sehen, dass das irgendwie doch viele Leute angesprochen hat. Man hat es ja sowieso schwer gegenüber diesen ganzen amerikanischen Bands, die ja immer was vorlegen und immer den Trend setzen. Und ich fand das echt interessant, da mal mitzuhalten, dass man auch selber mal in diese Riege kommt, wo man wirklich mit vielen großen Bands dann mal zusammen auf einer Bühne steht. Das war schon geil. Musik ist es ja nicht für die Ewigkeit. Das hört man, die meisten Leute hören Musik ein paar Wochen und dann irgendwann nochmal, aber es ist, das ist Musik, mein Gott. Wenn es nicht mehr gefällt, dann hört man was anderes. Also ich finde die Bands jetzt so wie Rage Against the Machine, die haben natürlich ein Statement und die stehen dann dazu und irgendwann sind sie in so einer Zwickmühle. Klar, verkaufen tierisch viel Platten, aber schreiben immer sich groß auf die Fahne irgendwie der Konsum und der Kapitalismus und alles ist scheiße und lieber in den Sozialismus und
klar, irgendwann sind sie nicht mehr glaubwürdig, es sei denn, sie gehen dann wirklich nach Kuba und kämpfen für die Sache. Ja, und so muss es ja auch dann kommen. Aber ich finde, Musik hat auch irgendwas. Ich will ja kein Politiker sein und ich will einfach nur irgendwas Kreatives sein. Klar stehe ich dahinter, aber ich will damit nichts, ich will kein Messias sein oder so. Ich will niemanden überzeugen müssen, dass es, wenn es gefällt, dann gefällt es, wenn nicht, dann muss es keiner hören. Wen interessiert schon den Bassisten? Also